Hi, hier ist der Beat von Terroir und Tour, diesmal aus Gomera. Wir haben es geschafft, Leute. Und vielen Dank für all die in der letzten Folge dabei waren und mit mir diese lange Fahrt hier rüber ausgestanden haben. Also, was gibt's hier zu sagen? San Sebastian ist eine schöne Stadt. Die ist nicht sehr groß, aber es ist eine Stadt mit allen möglichen Infrastruktur, mit den Geschäften, mit Shoppingzonen, Restaurants und so weiter. Also hier kann man durchaus eine Zeit lang verbringen. Aber ich wollte rüber auf die andere Seite, nach Val Gran Rey, und bin jetzt losgefahren. Und wie ihr seht, hier die Landschaft, wo wir jetzt den Berg hochfahren, die ist eher so ein bisschen öde. Ne? Also die ist zwar ist ein bisschen grün dabei, das liegt daran, dass es geregnet hat. Auch übrigens links, da ist der Teide von Teneriffa. Also nochmal zurück auf die Landschaft hier. Also die ist sehr steinig, sehr felsig, aber öde. Ne? Also das ist eine Steppenlandschaft sozusagen. Aber ihr werdet nachher sehen, dass sich diese Landschaft extrem ändert. Und die nächsten Tage, wenn wir hier unsere Ausflüge machen, werde ich es euch noch in Detail zeigen. Diese kleine Insel Gomera hat praktisch alle Klimazonen, die man sich vorstellen kann. Und das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Hier bin ich mal angehalten, um einfach mal so eine Schlucht zu zeigen. Leider ist das im Video kommt es nicht so ganz rüber, wie tief diese Schluchten tatsächlich sind. Aber hier schaut nochmal. Habt ihr euch noch die Bilder von den trockenen Grassteppe und Steinen Gedanken? Ja, guck mal, wie es jetzt hier ausschaut. Hier ist schon ich sag mal mehr ein Wald, ne? Ein mediterraner Wald. Aber dieser mediterrane Wald erinnert sich jetzt immer mehr zu einem richtig dichten Märchenwald, will ich ihn schon fast nennen. Und zwar liegt es daran, dass hier ich glaube, das ist der Nordseite der Insel, kommen die Nebelschwaden über diesen Wald jeden Tag und dadurch sind die Bäume auch extrem stark mit Moos und Flechten bewachsen. Also richtig, richtig schön. Außer diesen zwei Sachen, also Steppe und Wald, gibt es auch die subtropischen Gegenden, wo man praktisch Unmengen von Palmen sieht, an Mangobäumen, an Avocadobäumen. Also auch stark alles grün und sehr fruchtbar. Hier nun wieder ist die Landschaft trocken, ja, und verhältnismäßig öde. Aber da möchte ich einfach, wenn ihr im Laufe dieses Videos einfach darauf achtet, wie sich die Landschaft ändert. Hier zum Beispiel kommen jetzt auch wieder mehr Palmen ins Spiel. Und die Landschaft ändert sich nach wenigen Minuten so, als ob man irgendwo in Kuba ist. So, wir sind in Val de Gran Rey angekommen und werden uns jetzt mal hier ein bisschen ausruhen. So, genug geruht. Also, wir fahren von Val de Gran Rey jetzt nach Nordwesten, Azure, Alojera, hoch nach Valhermoso, Hermigua und dann treiben wir uns ein bisschen oben in den Höhenlagen im Parque Nacional de Garajonay. Mal gucken, wie es da ausschaut. Schaut euch mal die Terrassen, die dort angelegt worden sind für den Anbau von Gemüse, Obst und so weiter und so fort. Und das an wirklich steilen Hängen. Wir werden das sehr oft sehen, überall auf dieser Insel. Das muss eine unbeschreibliche Arbeit gewesen sein, diese Terrassen, diesen steilen Hängen anzulegen, die dann auch noch mit einem Bewässerungssystem zu verpassen. Also Hut ab vor den Leuten hier, echt Hut ab. 500 vor Christus kamen Menschen aus Nordafrika rüber auf die Kanarischen Inseln und besiedelten diese. So auch hier auf Gomera. Diese Leute nannte man ursprünglicherweise die Guanchen und später wurden sie auch Gomeros genannt hier auf Gomera.
Hier im Valle del Gran Rey, im Ortsteil Puntilla, steht eine Bronzestatue. Ich denke, die ist um die 4 Meter hoch. Und die zeigt einen Krieger, der in der einen Hand eine Schale hält und in der anderen Hand eine Lanze. Es handelt sich hierbei um einen Anführer der Krieger der Guanchen mit dem Namen Huayna Capucherche. Er war ein Anführer gegen die spanischen Besetzer. Man muss hierzu wissen, dass die Spanier gingen mit aller Härte hier vor allem auf der Insel Gomera. Der damalige Fürst, der die Obermacht hatte über diese Insel, der hatte nicht nur sehr viel Gewalt angewendet und viele der Guanchen umgebracht, aber vor allem hatte er auch ein sehr großes privates, sagen wir mal, Interesse an den jungen Frauen, an den jungen einheimischen Frauen dort, die er auch ganz regelmäßig dort vergewaltigte. Dieser Krieger Huayna Capucherche, der hat dann irgendwann die Nase voll gehabt und hat einen hinterlistigen Plan geschossen. Auf der einen Seite hält er wie man hier sieht auf der Statue, eine Schale. In dieser Schale soll Ziegenmilch gewesen sein. Und es war Brauch unter den Guanchen, dass man, wenn man eine Ziegenmilch einem anderen Menschen angeboten hat, dass man ihm eine Freundschaft anbot, einen Frieden anbot. Er hat sich also mit dem spanischen Fürster getroffen, hat ihm diese Ziegenmilch angeboten und hat eine Pseudo-Freundschaft geschlossen. Nachdem dies geschlossen war, hat er sich dann in der Nähe von San Sebastian mit ihm nochmal getroffen und hat ihm dann mit der Lanze die Kehle durchgeschnitten. Das war zunächst ein Befreiungsschlag, nur ging das Ganze nun ganz schön blöd aus, denn die Ehefrau von diesem spanischen Besetzer, die war nun dermaßen von sauer und zeigte sich von einer ganz besonders harten Seite und beschloss, Soldaten rüber nach Gomera zu schicken, mit dem Auftrag praktisch die gesamte einheimische Bevölkerung zu töten. Und dies wurde auch im Grunde genommen umgesetzt. Später werden wir noch mal einen heiligen Berg sehen, wo sich die Guanchen dann zurückgezogen haben, aber hatten dann ja doch keine Chance gegen die spanischen Besetzer. Schaut euch mal jetzt diese tropische Palmenlandschaft hier an, im Vergleich zu der Grassteppe von vorhin. Ist das nicht Wahnsinn? Wenn man hier auf Gomera ist, dann muss man auch unbedingt über eine der klassischen Spezialitäten der Insel reden, und zwar über den Palmensirup. Dieser Sirup wird fast ausschließlich auf Gomera gemacht und nennt sich Miel de Palmera, also Palmenhonig. Dazu werden die jungen, frischen Palmenblätter oben an der Krone abgeschnitten und über Nacht der Saft, der dann hochschießt in die Palme, wird dort praktisch aufgefangen. Hier sieht man auch zum Beispiel auch die klassischen Palmen hier in der Landschaft rumstehen, und die allermeisten von denen sind halt bearbeitet worden. Sieht man hier vorne die Palme zum Beispiel, die oberen Blätter, die fehlen vollständig. Ja? Da auch. Und man sieht auch zwischen den einzelnen Palmen, wenn man genau hinguckt, auch so eine Leiter, wo die Personen, die praktisch diesen Saft ernten, von einer Palme zur anderen rüberklettern. Und dieser Saft wird dann praktisch eingekocht und
Man erhält einen dickflüssigen oder je nachdem wie weit man den einkocht natürlich, einen Sirup, der dann verwendet wird zum Beispiel für Süßspeisen, zum Süßen von Nachspeisen, zum Süßen von aller möglichen Sachen. Und diese Markierungen, die man dann in den Stämmen sieht von den Palmen, die deuten darauf hin, dass die Palme praktisch so eine Behandlung durchgemacht hat. Und hier sieht man, diese Palme zum Beispiel hat 3-mal wurde da der Palmsaft geerntet. Und jetzt während den letzten Jahrzehnten, also bestimmt so um die 80 Jahre, weil es dauert echt lange, bis Palmen so groß werden, wurde nichts mehr dran gemacht. So wird der Palmsaft verkauft und es ist im Grunde genommen eine recht kalorienarme Geschichte. Ne? Also hier 100 Gramm von diesem Sirup, die haben noch ungefähr 260 oder 270 Kilokalorien, obwohl die ungefähr 50% Zucker enthält. Also das ist durchaus eine sehr interessante Alternative zum Süßen und sehr, sehr typisch für Gomera. Schaut euch mal diesen Felsen an. Mann, wenn der runter ins Rollen kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Dieser spitze Berg, den ihr im Hintergrund seht, das ist der Teide. Das ist der noch aktive Vulkan auf Teneriffa. Das ist übrigens der höchste Berg in Spanien mit insgesamt 3700 und ein paar zerquetschte Meter. Den wird ihr immer wieder mal sehen. Und was mich vor allen Dingen überrascht hat, als ich auf Gomera war, dass die einzelnen Inseln doch recht nah beieinander liegen. Also wir haben nicht nur mehrmals die Insel Teneriffa gesehen, sondern auch El Hierro und auch Gran Canaria. Also die liegen wirklich nah beieinander. An dieser Stelle recht herzlichen Dank auch an Carlos. Carlos ist gebürtiger Gomero, hat hier sein ganzes Leben gelebt mit seiner Familie und auch seinen Vorfahren. Er hat mir wirklich so viele interessante Sachen auf dieser Insel gezeigt und von der Geschichte erzählt. Ohne ihn wäre die Reise nur halb so schön gewesen. Heute nimmt uns Carlos mit auf eine Reise von Val Gran Rey hoch über Azur, Las Mayas, El Cercado, La Dama und Laguna Grande. Also im Grunde genommen eine Art Rundfahrt um die Insel, wobei wir auch wiederum im Park Nacional Garrodey, praktisch im Zentrum der Insel, eine ganze Zeit verbringen werden. Ich kann euch nicht von allen Stellen Videos zeigen, das wird einfach zu lang. Also habe ich eine kleine Auswahl getroffen. Ich hoffe, die wird euch gefallen. Achtet hier nochmal auf die Vegetation. Seht ihr, wie unterschiedlich die hier ist? Hier ist wieder praktisch nur Graslandschaft und noch so ein paar Aloe, Sukkulentenpflanzen. Sonst nichts. Das ist wieder eine ganz andere Landschaft, eine ganz andere Klimazone, wie wir eben hatten. Das Städtchen La Dama im südöstlichen Teil der Insel hatte früher eine sehr gut gehende Fischkonservenfabrik. Allerdings ist mit der Einführung der Gewerkschaften, wie Ihnen erzählt worden ist, wurde das ja nicht mehr rentabel, die Herstellung dieser Fischkonserven. Und die Fabrik wurde geschlossen. Das war wirklich sehr, sehr schwierig für das ganze Dorf. Klar wurden da unten sieht man die Fischfabrik. Klar wurden die Arbeiter ausgebeutet, aber nachdem dann die
Besitzer umgezogen sind, ging es diesem Dorf wirklich sehr schlecht. Und sie haben dann sich auf den Bananenanbau gelegt, sagen wir mal. Und ich habe mich gefragt, warum die Bananenplantagen alle so in Stoff eingehüllt sind. Ne? Und man hat mir dann erklärt, dass durch den Klimawandel es mittlerweile sehr, sehr stürmisch wird auf dieser Insel. Und dieser Sturm, der zerreißt die Bananenblätter und die zerrissenen Pflanzen, sage ich jetzt mal, haben dadurch eine schlechtere Ausbeute. Sprich, also sie tragen weniger Bananen. Und deshalb, wenn ihr auf die Insel geht und ihr werdet sehen, die allermeisten Bananenplantagen sind nicht so wie diese, wo die Blätter dann der Pflanzen auch sehr zerrissen sind, sondern haben diese Netze. Die Bananenstauden, die werden zum Teil bis zu 50, 60 Kilo schwer, hat man mir gesagt. Und leider wird nicht mehr allzu viel Bananen aus Gomera sowohl nach Europa oder auch in andere Länder exportiert, weil die Bananen aus Südamerika schlichtweg günstiger sind. Erinnert ihr euch noch an Hauta Copperche? Den Krieger, der den spanischen Besetzer da ums Leben brachte? Nun, hier im Hintergrund sehen wir jetzt in den nächsten Szenen den heiligen Berg der Guanchen. Hier wurden auch ursprünglich von den Einheimischen praktisch Opferrituale erbracht. Allerdings keine Menschenopfer, sondern eher überwiegend so Speise- oder Essensopfergaben. Wie auch immer. Also, nachdem die Ehefrau vom spanischen Besetzer jetzt die Soldaten hier auf die Insel befohlen hatte, um die einheimische Bevölkerung zu töten oder zu ermorden, da haben die sich jetzt auf den Heiligen Berg hochverzogen als letzte Zufluchtsstätte. Wie man sieht, ist er sehr, sehr steil, hat einen Steilhang und es ist nicht sehr einfach zu erklimmen. Allerdings hatten die Kerle eher wirklich keine Chance, denn was hatten sie denn als Waffen? Steine und vielleicht noch so Messer, während die Spanier schon ihre Waffen hatten und Frontlader. Letztendlich hatten die Guanchen keine Chance, also die allermeisten wurden getötet und die restlichen versklavt. Also wir haben gesehen, dass Gomera ja landschaftlich wirklich sehr, sehr abwechslungsreich ist. Von kargen Bergen, schwarzen Stränden, von richtig trockenen Gegenden mit tiefen Schluchten, in fruchtbare Täler mit ihren ganzen Terrassen, die sie eingebaut haben. Wir hatten richtig tropische Gegenden gesehen mit Palmen, wo man durchaus sich vorstellen kann, dass man auch irgendwo in Südostasien ist. Gegenden, die verdammt ähnlich aussehen wie Kuba, auch fruchtbare Täler mit Palmen, super schöne Strände mit Farben, die echt einen umhauen und auch Gegenden, die praktisch nur aus Steppe, aus Gras bestehen. Aber was wir jetzt sehen werden, das wird euch absolut umhauen. Also das ist etwas, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Hier im Parque Nacional Jarajonay, auf einer Höhe von 1400 bis 1500 Meter über Meeresspiegel, liegt ein verwunschener, ein Märchenwald. Es ist im Grunde genommen ein uralter Urwald, wo die Bäume kreuz und quer wachsen, wo es noch Pflanzen gibt, die es sonst sehr, sehr selten auf der Welt gibt. Also da habe ich zum Beispiel einen Löwenzahn gesehen, der weit über 1 Meter hoch wird. Die Bäume, wenn ihr euch die mal anschaut, die sind voller Moos. Wir kennen das so, wenn Bäume Moos haben, dann haben sie ein Moos auf einer Seite, weil das die feuchte Seite ist. Hier wächst das Moos wie doll ganz um den gesamten Stamm, um den gesamten Äste drumherum, weil die Feuchtigkeit, die hier die Bäume abbekommen, kommt von den Wolken. Die Wolken lullen praktisch diese Pflanzen und Bäume ein und das Moos kann von allen Seiten wachsen.
Und ich sage euch, es wächst wie doll. Also schaut euch einfach mal die Bilder an. Es ist wirklich wunderschön hier. Und man sagt sich, dass hier auch früher in diesem Wald ein Platz der Zusammenkunft von Hexen war. Also wenn ich eine Hexe wäre, ganz ehrlich, ich würde auch in diesem Wald mich hier niederlassen. Aber es gibt nicht nur total vermooste Bäume. Es gibt auch Blumenwiesen zwischen diesen Bäumen, soweit man gucken kann. Also es ist wirklich ein wunderschöner Platz Erde hier. Eine weitere, doch sehr interessante Sache ist, dass die Ureinwohner, die auf diese Insel kamen, eine Pfeifsprache entwickelten. Und mit dieser Pfeifsprache, die sich Silbo nennt, war es möglich zu kommunizieren über den weiten Tälern und hohen Bergen hinweg. Also man konnte Nachrichten innerhalb von kürzester Zeit von einer Ecke der Insel zur anderen bringen. Also wenn man so will, so ein steinalterliches WhatsApp. Nun, diese Pfeifsprache wird heute noch am Leben gehalten und es gibt einige Menschen auf Gomera, die diese Pfeifsprache heute noch beherrschen. Hier ein Beispiel davon. Bravo, pues Gabriela y Pedro, sí. Y Carlos. Okay, also man sagte mir, ich wäre nicht richtig in Gomera gewesen, wenn ich nicht noch beim Phallus-Symbol der Insel vorbeifahren würde. Also habe ich das noch gemacht auf dem Weg zur Fähre und ich muss sagen, er sieht auch ganz nett aus. Ne? So, und jetzt zum Schluss noch ein richtiger Geheimtipp, den ich echt per Zufall entdeckt habe. Keine 15, 20 Minuten weg von der Stadt San Sebastian, einfach den Berg hochfahren auf der GM1, kommt ihr zu einem Restaurant, das nennt sich La Cumbre oder Las Cumbres. Es ist ein ganz kleines Restaurant, sehr urig, sehr originell und dort habe ich wirklich den besten typischen gomerianischen Ziegeneintopf gegessen. Der war echt super lecker und das Ganze nur für 12 Euro. Also ein richtig toller Tipp. Geht raus aus der Stadt, fahrt den Berg hoch. Es ist auch ganz schön, ihr fahrt durch 4 Tunnels und genießt diesen Eintopf. Und vielleicht noch zum Schluss, was hatte ich denn da als Nachspeise? Das war Leche Frita. Super, super lecker. Das ist sowas wie schmeckt ähnlich wie ein Vanillepudding, aber echt gut. Ja, hallo. Tja, lange habe ich mir überlegt, was mache ich eigentlich für ein Essen, typisches Essen aus Gomera.
Ich habe einige Leute hier gefragt und ich bekam immer wieder dieselbe Antwort, vor allem auch von den Einheimischen. Und zwar Papas Arrugadas con Mojo. Also, ich denke auch für all die, die jetzt schon auf den Kanaren waren, kennt ihr dieses Essen, habt es mit Sicherheit hier irgendwo schon mal gegessen. Es ist ein wirklich typisches Essen aus den Kanaren, aber auch hier Faust Gomera. Und recht einfach, wenn man erstmal weiß, wie es geht. Ich werde euch die kleinen Tricks zeigen und bin mal gespannt, ob es bei euch zu Hause klappt und ob es auch genauso gut schmeckt. Also gut, wir stehen jetzt hier nochmal über dem Gran Valle del Rey, Gran Valle del Rey, wie auch immer. Und habt jetzt einen wunderschönen Ausblick hier auf den Atlantik von hier oben und werde nun anfangen, die Papas, Patatas, Papas nennen sie die hier, Papas Arrugadas zu machen. Schaut mal zu, kommt mal mit, okay? Also schauen wir uns also erstmal die Zutaten an. Also, wir haben eine große rote Paprika, eine frische. Dann kommen 3 getrocknete Paprika. Ja. Jetzt kommen eine Chili, vielleicht auch 2 Chilischoten hinzu. Kommt darauf an, wie scharf die sind, wie scharf ihr das wollt. Wir brauchen 4 oder 5 Knoblauchzehen, vielleicht eine halbe Tomate. Dann kommt noch grobes Salz, klar die Kartoffeln. Und wir brauchen noch ein bisschen Essig und Olivenöl. Wenn es geht, noch einen Schuss Weißwein, aber den habe ich nicht mehr hier vorrätig, also es muss auch ohne gehen. Gut, zunächst werden dann die Kartoffeln aufgesetzt. Gut, die Kartoffeln kommen in den Topf. Und dann jetzt ist wichtig, machen wir so viel Wasser rein, dass die Kartoffeln nur zur Hälfte bedeckt sind. Das ist wichtig, okay? Also nicht mehr Wasser reinmachen. Anschließend nehmen wir grobes Salz und nehmen eine gute Handvoll. Ja, seht ihr die? Eine gute Handvoll Salz. Machen das da rein. Deckel drauf, anmachen und kochen lassen, bis die Kartoffeln gar sind. In der Zwischenzeit werden wir uns jetzt mal hier die einzelnen Paprika vorbereiten. Also bei den getrockneten schneidet man zunächst mal hier oben Kopf ab, sage ich mal, ab und sieht zu, dass die ganzen Kerne rauskommen. Ja, die sollten draußen sein. Ja. Ja, je nachdem, was ihr für eine Paprika erwischt, kann es dann nämlich wirklich sauscharf werden. Also einmal. Zweite Mal. Kerne alle raus. Und auch die dritte. So. Ganze Seite. Schmeißen wir nachher weg. Haben wir die 3 Paprika fertig. Dann geht's los mit der roten Chili. Auch hier Kopf abschneiden, in der Mitte aufschneiden und auch die Kerne wieder rausmachen. Und hier auch noch. Dann das Ganze klein schneiden. Nachdem die Chili klein geschnitten ist, schieben wir die ein bisschen zur Seite und fangen wir mit dem Knoblauch an. Also ich würde sagen 4 Knoblauchzehen, das reicht.
Knobi wird in kleine Stücke geschnitten. Ganz grob, reif. Nun werden die Paprika auch klein gemacht. Schließlich wird jetzt noch die frische Paprika klein geschnitten. Ich mache mir erstmal nur die Hälfte. Dann gucken, ob wir das mehr brauchen. Dann machen wir auch die Kerne aus. Und ebenfalls ein kleines Stückchen schneiden. So, während wir das alles klein geschnitten haben, mal gerade gucken, kochen hier die Kartoffeln, wie ihr seht. Das Wasser ist schon fast verdampft. Soll nicht ganz verdampfen, ne? Aber zum großen Teil hat. Bis dann sind dann auch die Kartoffeln gar. Den Deckel nicht vergessen, also Deckel wieder drauf machen. Und jetzt dieses ganze klein geschnittene Zeugs mache ich jetzt in einem Behälter. Das ist alles, ich weiß nicht, ob man es sieht, ja, man sieht es ganz gut. Kommt alles hier rein. So. Ja, bitte. Nun kommt ein Schuss Essig hinein. Und einen guten Schuss Olivenöl. So, und das werden wir jetzt erstmal mit dem Mixer klein machen. So, Mixer ist eingestellt. Okay, Mixer ist eingeschaltet und auf geht's. So, ich zeige euch mal gerade, wie das ausschaut. Das ist noch relativ dickflüssig. Also erstmal muss es weiter gemischt werden. Und dann werde ich da jetzt auch noch ein bisschen Tomate reintun, damit es ein bisschen dünnflüssiger wird. Und am Ende noch ein bisschen Olivenöl auch noch. Da kommt erstmal die Tomate rein. Und auf geht's. Dann kommt noch ein bisschen Olivenöl rein. Ja. Ja, jetzt sieht die schon viel cremiger aus. Dann machen wir das jetzt zur Seite. Was jetzt noch fehlt, ist etwas Salz. Muss natürlich auch noch rein. So. Das nochmal durchmixen. Und fertig ist unser Mojo Rojo. Wenn die Kartoffeln gar sind, wird das restliche Salzwasser abgegossen. Und dann werden die Kartoffeln noch ein bisschen auf kleiner Flamme sozusagen getrocknet. Aber darauf achten, dass ihr die immer wieder bewegt. Ne? Die sollen trocken werden.
Und dann verdampft praktisch dieses konzentrierte Salzwasser und lässt dann eine ganz dünne, feine Schicht von Salz, weißem Salz, auf den Kartoffeln übrig. Immer schön bewegen, dass die Teile nicht anbrennen. Ne? Aber seht ihr da, diese schöne, leckere Salzschicht auf der Schale? Genau so soll es ausschauen. Oh, das sieht doch gut aus. So, das sieht doch echt lecker aus. So, pass mal auf. Jetzt kommt die rote Mojo-Soße da noch dazu. Und fertig sind die Papa Arrugadas mit Mojo Rojo. Dies ist wirklich ein sehr feines, sehr leckeres Essen. Einfach herzustellen und kann in jedem Camper gekocht werden. Also probiert's aus und sagt mir, wie es euch schmeckt. So, das war's dann. Das war meine Tour hier in Gomera. Morgen geht's wieder auf die Fähre und wir fahren wieder zurück aufs Festland. Aber auch dort haben wir sehr interessante und schöne Touren noch für euch. Ne? Also bleibt bei uns und bis bald. Ciao. So, das war jetzt also Gomera. Ganz ehrlich, ich sag mal, diese Insel kommt auf die Top 3 Plätze, die ich so gesehen habe auf der Welt. Ist wirklich wunderschön. Ja. Tut mir auch leid, jetzt schon wieder zu fahren. Aber ich werde ganz bestimmt hier nochmal wiederkommen. Echt ein schöner Platz. So, jetzt warten wir hier auf die Fähre. Wir stehen schon in der Schlange. Jetzt geht es erst auf nach Teneriffa. Das sind so 50 Kilometer Fahrt. 50 Minuten Fahrt. Und da werden wir dann sozusagen übernachten, denn um 6:30 Uhr fährt schon die nächste Fähre in Richtung Huelva, also spanisches Festland. Diesmal ist aber echt scheiße, denn es dauert 49 Stunden. Die fahren wohl offensichtlich noch, machen Stopp in Gran Canaria. Bin mal gespannt, wie es die Lissi schafft, diese ganze Zeit auf der Fähre. Aber gut, das werden wir auch noch hinter uns kriegen. Also, bis bald.